Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir reden heute über AMC, Beyond, FFI, Fusel, Bakkt und Oklo, natürlich Spy. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode, Erklärvideo dazu, wie alles funktioniert und die Regeln hänge ich wieder ans Ende des Videos. Na gut, dann springen wir gleich rein in AMC. So. Eine Sache, bevor wir mit dem generellen Tracking für AMC heute noch anfangen, zwei Sachen. Erstens, ich habe heute wieder 2 neue Aktien im Portfolio, die extrem gut ausschauen und das sind keine Meme-Aktien. Eins ist von euch und eins ist von einem Kollegen von mir. Nur für die Leute, die nicht nur auf AMC und Beyond schauen. Das zweite ist, weil wir heute wieder über das High-Low reden werden. Einfach nur eine kleine Info. Ja. Für ein paar wissen es von euch, vielleicht ein paar wissen es vielleicht nicht. Ich habe 2 Kanäle, den deutschen und den englischen. Ja. Und ich mache immer ein deutsches und ein englisches Video. Und ich versuche dabei wirklich, dass ich immer so korrekt wie möglich 1:1 den gleichen Content zu machen, weil ich nicht möchte, dass ich einen speziellen Content für die deutsche Community und einen speziellen Content für die englische Community mache. Für die deutsche Community ist es nur meiner Meinung nach etwas einfacher, weil ich sage euch die Levels, ich sage euch, was passieren sollte und solange wir das machen, ist alles in Ordnung. Wenn wir gewisse Levels, die wir nicht brechen sollten, nach oben oder nach unten, dann kommen meistens die Fragen. Für die englische Community ist es ein bisschen anders, weil zum Beispiel für AMC, wenn AMC nur einen Cent rauf oder runter geht, kommen gleich die Fragen, squeezen wir jetzt oder ist es vorbei? Ja? Also deswegen zum Beispiel auch für die deutsche Community wird es wahrscheinlich reichen, wenn ich einmal über das High Low rede. Für die englische Community reicht das anscheinend eindeutig nicht. Ja? Deswegen kommt es zu den often Wiederholungen, sage ich einfach nur. Okay, gut. Fürs ganze Tracking heute, wie immer, verlinke ich euch das Video wieder ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns nur das kleine Update von letzter Woche an und reden vielleicht noch über, wie die anderen Mais ausgeschaut haben in den letzten Jahren und ein bisschen Tinfoil. Gut, dann zoomen wir mal rein. So, also eigentlich sind uns jetzt nur noch immer 3 Varianten übrig geblieben. Erste Variante ist die für mich nicht trackable Variante. Ja. Das bedeutet, wir schießen am Dienstag nach oben. Ja. Also wir schießen einfach nach oben und squeezen Ole. Ja. Wenn wir das machen, ich kann es nicht ausschließen, für mich ist das eine Wahrscheinlichkeit von 1 bis 5%, sowas um den Dreh. Aber wenn wir das machen, kann ich nur sagen, okay, ich habe AMC bis hierher gut getrackt. Den Squeeze hätte ich dann nicht erwartet. Ja, also dann lag ich einfach falsch. Ja, weil ich sehe es nicht. Das ist einfach die super bullische Variante. Die Haupt-Main-Tracking-Variante ist halt, wir haben jetzt letzte Woche leider nicht den Pullback bis Freitag gemacht. Was für mich eigentlich nur heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird rot. Vielleicht sind wir ganz schnell und wir schließen am Freitag das Higher Low ab. Am Donnerstag das Higher Low ab. In dem Fall könnten wir große Moves schon am Freitag sehen. Ja. AMC und GameStop und Cost squeezen immer freitags, montags. Ja. Somit, wenn wir das bis Donnerstag hinkriegen, super. Ja. Oder wir machen es halt bis Freitag. Levels-wise, wohin? Naja, wir haben hier schon unser kleines A, unseren kleinen A-Boden. Der wäre hier bei 1,36. Die 786 FIB sitzt bei 1,32. Also unser Pullback-Target oder mein Pullback-Target meiner Meinung nach ist irgendwo hier. Ja, irgendwas zwischen 1,35 und 1,26. Dazu sei auch eins gesagt, wenn wir wirklich extrem langsam sind und sagen wir schließen am Freitag hier bei 1,39, ist das noch nicht ein sagen, oh, es ist vorbei, weil das kurze Stück hier können wir auch After ausmachen. Sage ich nur dazu. Ja. Was ich halt nicht sehen will,
Ja? Ich meine, wenn wir am Dienstag squeezen, freut sich jeder. Ole. Das ist mir wurscht. Was ich nicht sehen will, ist sowas die ganze Woche. Das wäre scheiße, ganz ehrlich, weil uns geht die Zeit aus. Dazu kommen wir auch noch. Ja. Warum denn will ich unbedingt dieses High-Low sehen? Da schauen wir uns halt wieder die 3 berühmten einstündigen Charts an. Links heute, Mitte Jänner 2021 und rechts April, Mai 2024. Und, und 2025 ist dasselbe, nur brauchen wir uns halt nicht anschauen. Aber wir haben halt jedes Mal, vor jedem großen Squeeze, ein High-Low gemacht. Jedes Mal. Es wird für mich deswegen eher keinen Sinn ergeben, wenn wir dieses Mal es einfach schlucken und nicht machen. Ich sehe es persönlich einfach nicht. Ja. Ja, und die bärische Variante ist natürlich, wenn wir dieses Low hier brechen. 1,25. Ja. Das dürfen wir nicht brechen. Ja. Warum? Weil uns die Zeit ausgeht, meiner Meinung nach. Weil was würde das bedeuten? Wenn wir dieses Low brechen, dann wird das hier unser T. Fürs Tracking wäre das noch in Ordnung. Ja? Weil wir haben hier dann einen wunderschönen Pullback. Wir haben ein wunderschönes Lower High, ein wunderschönes M und dann hätten wir ein wunderschönes T. Nur, was dann passiert, ist halt, wir fallen hier runter. Ja? Wahrscheinlich irgendwas zwischen 1,23 und 1,16. Und dann müssen wir erst das Higher Low machen. Allerdings das bis nächste Woche Freitag ist sportlich. Für mich sogar unmöglich eigentlich. Weil das bedeutet, der Pullback nächste Woche Freitag, 1. Juniwoche ab, 2. Juniwoche Higher Low, 3. Juniwoche nach oben. Ich meine, wir werden es weiter tracken, aber also für mich wäre das ein Zeichen von Kacke, bearish. Eine Sache, die für mich hundertprozentig ist, wenn wir 1,09 berühren oder brechen, ja, dann war das T. Und wir fallen bis zum Ende des Jahres runter. Ja. Weil ich auch jetzt schon die Frage bekommen habe, warum will ich unbedingt Mai, Juni? Ja. Deswegen habe ich mir jetzt, oder erste Woche von Juni, deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen einmal durch jeden Mai durch, seit wir in den Squeeze gegangen sind. Ja. Anfangen tun wir 2020. Ja. Ihr seht ja in 2020 haben wir auch im April unser Low gefunden und sind dann hier Mai bis Juni raufgelaufen und haben dann sogar im September ein höheres Low gemacht. Ja. Das wäre eine Version, wo ich sagen könnte, vielleicht wäre das ein Grund, warum wir in Juni, Juli noch was sehen könnten. Nur in dem Fall, erstens, wären wir dann meiner Meinung nach irgendwo noch immer hier oben. Ja? Das bedeutet, wir müssen sogar hier hinunter und dafür gäbe es halt 0 Bestätigung. Ja? Weil ihr seht, hier war das ja ein Higher Low. Also wir müssen hier runter. Und dann laufen wir langsam nach oben. Ja? Juli, Juni, Juli, August. Und technisch macht das für mich eigentlich nicht viel Sinn. Aber wir tracken ja selbst wenn wir jetzt in den nächsten 2 Wochen nicht sehen. Ich werde es ja weiter tracken. Ja? Ich werde nur nicht mehr so positiv gestimmt sein über AMC. Aber was würde dieser Move jetzt bedeuten? Ja? Wenn wir das machen, ja, unser Ziel wäre diese Gap hier. Diese Gap. Zwischen 41 und 35 Dollar. Ja. Wir würden dann, nachdem wir hier unten fertig sind, hier raufkommen, wieder einen Pullback machen, noch ein kleines High machen. Also ich würde dann sagen, es wird irgendwas zu 70 sein und nachher werden wir ein Allzeitlow machen. Ja. Dazu sei auch gesagt, das wird dann wahrscheinlich wieder bis Mai nächsten Jahres dauern. Ja.
Wäre nicht schön, wäre gar nicht so schlecht zu spielen. Es macht für mich nur mit den Bewegungen, die wir derzeit machen, keinen Sinn, ja? Das Hauptproblem, was ich damit habe, ist, dass dieses High ist meiner Meinung nach nicht dieses High. Dieses High sollte schon hier oben sein. Deswegen macht für mich diese Position einfach keinen Sinn, ja? Aber kann mich irren. Nächster Mai, Juni war unser Hauptsqueeze. Das hier, ja? Und damals sind wir ja in der ersten Juniwoche in den zweiten Part gegangen. Das ist für mich die unwahrscheinliche, oder diese Variante funktioniert für mich einfach nicht, weil es war ein Zwei-Part-Squeeze. Erster Part war Jänner, zweite Part war Mai, Juni. Problem bei der Sache ist nur, wir haben den ersten Part nicht gemacht. Außer ihr sagt's mir, das war der erste Part. Ja? Und der hat halt auch erst im März angefangen. Das macht für mich keinen Sinn. Also das, und vor allem, es ist ein Ende des Fractals. Können wir jetzt machen. Ja? Mein Main-Tracking ist ja, dass wir jetzt vor dem ersten Part stehen. Und dass das hier nächstes Jahr ist. Ja? Aber trotzdem, wir haben den ersten Part nicht gemacht. Deswegen jetzt einfach den zweiten Part und deswegen können wir Juni, Juli machen. Gut, nächstes war 2022. Hier war Mai 2022. Und dazu muss man sagen, ich meine, okay, wir haben hier auch ein wunderschönes Halo gemacht, haben ein A-Pullback gemacht und sind dann in den August gelaufen. Ja. Sache hier ist wieder, uns fehlt dieser kleine Squeeze hier. Den haben wir nicht gemacht. Ja. Und auch sei dazu gesagt, dann war der Peak im August. Also der Peak wird dann im August sein. Ja. Aber noch einmal, wo ist dieses Higher High? Dieses Ding wäre in der jetzigen Relation irgendwo hier. Deswegen, nee. Ja. Nächstes wäre Mai 2023. Ja. Und dazu muss man sagen, diese Variante, zu der würde ich am meisten offen stehen, weil wir sind hier einfach nur runtergefallen, das würde funktionieren. Wir haben im April ein Lower Low für dieses Jahr gemacht, würde funktionieren. Wir würden jetzt ein Higher Low machen. Ja, das gleiche wie hier in 2020, wir würden ganz runterfallen. Für die Variante, ja, laufen wir im Juli. Wohin? Wenn wir wirklich das machen würden, dann ist unser Maximumziel $9. Ja, irgendwo da, nicht über das Peak von 2024. Und eins sei auch dazu sagt, falls wir das machen sollen, weil wir sollten immer offen sein, aber diese Position bringt AMC um. Endgültig. Weil das ist das, was als nächstes kommt. Und das ist unter 10 Cent. Ja. Klar kann AMC dann einen Reverse Split machen, aber das wäre dann auch nicht der letzte. Weil wie gesagt, das hier wäre unter 10 Cent. Selbst wenn sie einen 1:100 machen, fallen sie wieder unter 10 Cent. Wenn wir das machen, ist AMC tot. Und auch wenn ich nicht, und das wisst ihr ja, wenn ich nicht ein Fundamental Guy bin, weil ich nichts davon halte, das würde selbst für mich keinen Sinn ergeben. Ja, für die Fundamentaldaten von AMC würde es keinen Sinn ergeben. Gut, nächster Mai war natürlich 2024. Der macht absolut Sinn. Nur wie gesagt, da war der Peak im Mai. Ja? Und nach dem Mai sind wir nur noch runtergefallen. Das kann man natürlich sagen, weil wir ein bisschen später angefangen haben. Oder ein bisschen früher angefangen haben. Vielleicht ist das zeitmäßig, muss es ja nicht 1:1 sein. Deswegen gebe ich ihm ja auch noch die erste Juniwoche. Aber nicht mehr. Ja? Ja? Vielleicht können wir darüber diskutieren, dass wir es noch die zweite Juniwoche geben. Aber nicht Juli. Ja? Wir müssen schon in der Nähe vom Mai bleiben. Mai war dann das Peak und nachher ist nur noch runtergefallen. Und dasselbe für 2025. Hier.
30. Mai war das Peak. Nach dem Peak im Mai sind wir nur noch runtergeknallt. Deswegen geht für mich die Zeit aus. Ja? Und wie gesagt, wir haben auch nicht wirklich Landmarks über. Und wie ich auch jedes Mal sage, AMC wird noch länger bullish ausschauen. Wird es. Ja? Ich gehe nicht von einem Knife aus, wenn das bearish ist. Es wird langsam hinunterkrebsen bis Ende des Jahres. Ja? Vielleicht im Winter bekommen wir dann das letzte Knife, aber es wird bis dahin gut ausschauen. Und ich habe einfach keinen Bock, so wie jeder andere Channel, jede Woche, das könnte das Higher Low sein. Es ist 100%ig Juni, Juli, August, September, Oktober. Ne? Es bringt nichts. Ja? Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf diese Woche. Ja? Schauen wir, dass wir entweder squeezen oder dass wir das Higher Low fertig machen und dann tracken wir weiter. Ja? Bin noch immer bullish, schaut noch immer super aus. Dazu sei auch gesagt, AMC trackt super, funktioniert super, schaut bullish aus. Kors hat sein Higher Low fertig, ja, und ist gebounced, schaut super aus. Die Coins, AMC Soul Coin, schaut super aus. Das Einzige, was halt leider immer das Sorgenkind ist GME. Ja, es hat halt letzte Woche nichts gemacht. Nichts. Jetzt gibt es halt für mich persönlich zwei Theorien. Die beste Variante, weil es für mich Bestätigung wäre, wir, wegen was auch immer, wir rennen am Dienstag nach oben. Und zwar über dieses A. Irgendwas 30, 35. Ja? Das wäre dasselbe Move wie der 3. Mai 2024. Hier. Und den Rest der Woche macht GameStop gar nichts. Erste Juniwoche rennt GameStop mit AMC. Oder wie 2021, selber Move. Hier, Jänner, der 13. Jänner 2021. Auch sollte am Dienstag anfangen zu rennen und den Rest der Woche nicht machen. Ja. Das wäre die Variante, die mir am liebsten wäre, weil es wäre die einfachste Bestätigung. Wenn jetzt GameStop nächste Woche einfach gar nichts macht, ist das Einzige, was mir noch überbleibt, ist, okay, GameStop hat seinen letzten A-Pullback zu früh gemacht und muss jetzt auf AMC warten. Das ist halt keine Bestätigung für oder dagegen. Würde ich hassen. Ja? Aber wäre noch möglich. Wenn jetzt GameStop, und das wisst ihr, hier runter rasselt zu 1960, dann ist das für mich Bestätigung, es ist vorbei für dieses Jahr. Weil dann wird das hier unser T. Und der Fall geht runter zu 1363. Ja? Weil dann ist dieses Higher Low hier fertig. Ja? Und unser A-Low ist halt hier bei 1363. Und ich bin halt bei dem eine andere Meinung wie alle anderen. GameStop kneift, ja, aber das wird halt nicht in einer Woche passieren. Das wird bis November dauern. Währenddessen wird AMC noch immer super ausschauen, aber wenn man jetzt nicht plötzlich sagt, okay, dann ist halt GameStop jetzt alleine, ja, dann ist das für mich halt wie nennt man das? Man sucht sich die Kirsche immer dann raus, wenn es einem gefällt. Ja? Wenn es einem nicht passt, dann sind sie nicht synchronisiert und wenn es einem passt, sind sie es. Ja? Also entweder man glaubt, dass sie synchronisiert sind oder man glaubt es eben nicht. Ja? Aber der Move wäre scheiße. Für mich persönlich wäre der Move einfach scheiße. Ja? Jetzt muss ich aber auch ehrlich auch eins dazu sagen, ich hasse GameStop. Ja? Also nicht die Firma an sich, aber das Tracking für GameStop. Ich kann es nicht leiden. Ja? Somit, ich könnte bei GameStop falsch liegen. Gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber wie gesagt, AMC schaut super aus, Coins schauen super aus, Kors schaut super aus. Warten wir auf Price Action. Gut, dann noch ganz zum Schluss das kleine Tinfall, weil ich auch dazu ein paar Fragen bekommen habe. Weil ja jetzt die
das Sinnvoll da ist, dass AMC IMAX kauft. Ja. So, also erstens, IMAX steht zum Verkauf. Jo. Zweitens, komischerweise bekommen jedes Jahr solche Tinfoils. Jedes Jahr. Ja. Also wir bekommen fast jedes Jahr, Amazon wird AMC kaufen. Ja. Meine Antwort darauf ist halt jedes Mal, warum. Es wird schon Sinn ergeben für Amazon, eine Kinokette zu kaufen. Und AMC ist die größte Kinokette, aber nicht mit dem Schuldenberg. Amazon könnte einfach nur kleine Ketten aufkaufen, daraus eine große machen und dann halt ein Konkurrent zu AMC sein. Mit dem Schuldenberg, den AMC angehäuft hat, macht es keinen Sinn. Zweitens, GameStop wird AMC kaufen. Selbes Thema. Wozu? Man kann sich andere Ketten kaufen um den gleichen Preis ohne diesen Schuldenberg. Macht keinen Sinn. Ja. Drittens, AMC wird IMAX kaufen. Ich meine, Investition wäre es gar nicht so schlecht, ja, weil, was ich mir angeschaut habe, hat IMAX 2 Milliarden Dollar pro Jahr Umsatz. Somit ja. Meine Frage stellt sich dazu, mit was? Ja. AMC hat, ich glaube, sowas um die 500, 700 Millionen Dollar auf der Bank. Die braucht es aber auch, weil erstens, sie müssen ihr Personal bezahlen. Zweitens, sie müssen Miete zahlen, weil, falls ihr es nicht wisst, AMC besitzt fast kein einziges Kino. Sie mieten jedes Kino fast. Ja? Ein paar kleine Ausnahmen gibt es, aber sonst mieten sie jedes Kino. Ja? Was auch der Grund ist, wenn ich das Tinfoil lese, dass die Geldgeber von AMC, also die ihnen das Geld borgen, ja, AMC in den Ruin treiben wollen. Das ist absoluter Blödsinn. Weil wenn AMC bankrott geht und liquidiert wird, da kommt nichts rum. AMC besitzt den Namen und das Business Model. Das war's. Ja? Und halt die Technik. Aber bei der Technik kommt vielleicht 1-2 Mille rüber und das war's. Deswegen, die das Geld leihen, die haben absolut keine Intention dahinter, AMC bankrott gehen zu sehen, weil dann ist ihr Geld flöten. Ja? AMC besitzt nichts. Ja? Somit, sie haben nichts zu verkaufen. Das Geld in der Bank, deswegen will Adam Aron auch nicht, dass es unter 500 Millionen fällt, weil das wird wieder als Sicherheit für die Geldgeber angesehen. Deswegen darf diese Kriegskasse nicht unter 500 Millionen fallen, weil dann wären die Geldgeber nervös. Ja? Somit, das Geld ist eigentlich nicht angreifbar. Ja? Gut, dann hat noch laut nach den letzten Filings AMC die Möglichkeit, 325 Millionen Aktien zu diluten da. Bei dem Preis jetzt sind das 450, 500 Millionen Dollar. IMAX ist gewertet bei 2,5, 2,9 Milliarden Dollar. Also AMC hat zu wenig Geld. Gut, jetzt könnte man sagen, kommt vielleicht noch ein auswärtiger Investor dazu. Gleiches Problem wie bei Amazon und GameStop. Warum sollte weil der muss mindestens 70, 80% des ganzen Geschäfts tragen. Dann könnte IMAX gleich ganz alleine kaufen. Da braucht der AMC nicht ins Boot holen. Somit, es ergibt keinen Sinn. Und klarerweise, komischerweise kommt das immer bei solchen Knackpunkten plötzlich. Und aufgekommen ist das Ganze durch, glaube ich, einen Witzartikel, wo AMC, ein Fake-Artikel, wo Adam Aron anbietet, er kauft Hälfte mit AMC Premium Coins und Hälfte Popcorn. Ich meine, wenn wir jetzt den ersten Part machen, ja, und AMC, der lootet, ja, dann hat AMC das Geld und kann sich IMAX kaufen. Davor macht es für mich persönlich keinen Sinn. Aber schauen wir mal. Okay. Na gut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gut, dann springen wir mal rein in Beyond. Auch hier, fürs ganz große Tracking verlinke ich euch wieder das Video. Heute schauen wir uns an, was wir letzte Woche gemacht haben.
Und naja, es hat sich nicht viel geändert. Ja. Ich meine, was angenehm ist, dass wir hier nicht weiter runtergefallen sind. Ja. Ich habe ja auch, glaube ich, im letzten Video gesagt, dass wir jetzt eigentlich jeden Landmark fertig haben. Ja. Was auch so ausschaut. Wir haben unser A, was gleichzeitig unser C ist, Lower High, Midpoint, T. Und das hier wäre unser V. Ähm, Ich habe auch gesagt, dass es eigentlich relativ komisch wäre, wenn das jetzt T wäre. Vor allem, dann hätten wir halt gar keine Berührungspunkte mehr. Also nicht unmöglich, aber würde ich komisch sehen. Was allerdings meiner Meinung nach ziemlich klar ist, also entweder wir marschieren am Dienstag nach oben. Ja. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, alles über 83 Cent wäre super. Alles über 1,15 $ ist, alle bärischen Alternativen sind tot. Ja. Ich gehe allerdings eher davon aus, dass das hier unser Micro-High-Low wird. Ja. Einfach nur von unserem A. Und dass das wahrscheinlich bis Donnerstag, Freitag, wie bei AMC, dauern würde. Das bedeutet allerdings halt für Beyond, wir machen die ganze Woche nichts. Ja. Weil wir müssen halt irgendwo in diese Range hier. 74 zu 73 Cent. Und das ist halt nichts. Ja, ich meine, es sind halt 3%. In dem Fall, keine Ahnung, macht Beyond bis Freitag einfach fast gar nichts. Ja. Und dann Freitag oder nächste Woche, also erste Juniwoche, geht es nach oben. Ja. Wäre der beste Fall. Wie gesagt, der schlechteste Fall, leider noch immer da. Ja. Ich gehe nicht davon aus, aber 70 Cent berühren ist scheiße. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, ich habe das im letzten Video ganz genau gezeigt. Da fällt das ganze Kartenhaus von Beyond zusammen. Und ich garantiere euch, es wird nicht dieses Jahr und wir werden sehr tief fallen, wenn wir das machen. Gehe ich nicht davon aus, vor allem jetzt schaut es super aus, aber immer als Alternative. Zu was als nächstes kommt, ich habe euch das jetzt schon sehr oft gesagt, mein Haupttracking ist noch immer, dass wir unser nächstes großes A, und das ist ein Haupt-A, und das sitzt zwischen 15 und 43 $, Juli, August bekommen. Irgendwo in dem Zeitraum. Und wenn ich euch eine Zeit sage, dann sage ich das nicht als Raten. Ja? Das ist berechnet und hat einen Grund. Meistens habe ich mit der Zeit recht. Wenn wir nichts Dummes machen, und mit dumm meine ich, wir machen sowas ähnliches wie Oktober. Ja? Und das bedeutet, wir schießen bis weiß Gott was rauf. 250, 300, was auch immer. Und wir pullen in dieses Datum einfach nur zurück. Solange wir das nicht machen, werden wir bis Juli, August brauchen, um hier oben zu sein. Ja? Sage ich nur. Falls irgendwer die Geduld verliert. Wie ich bei EMC schon gesagt habe, ihr, meine deutsche Community, seid da gemächlicher. Die Amerikaner und die Engländer sind da ein bisschen stressiger drauf. Ja? Aber trotzdem. Ja? Wenn wir es langsam angehen, dann werden wir halt jetzt im Juni wahrscheinlich langsam hier raufkrebsen. Das ist unser mittleres B. Ja? Irgendwas zwischen 5, 6 $. Dann werden wir diesen Pullback hier bekommen. Ich nehme mal an, 1, 2, 3 Wochen. Ja? So ähnlich wie dieser Pullback hier bei A. Und dann Juli, August krebsen wir hier hinauf. Ja? Und noch einmal, das ist dann ein Hauptbuchstabe. Ja? Selbe wie dieser Hauptbuchstabe, selbe wie das T, selbe wie das M, selbe wie das L. Ja? Der Pullback hier, der schaut hier so kurz aus, weil ich ihn nicht gescheit eingezeichnet habe, weil es jetzt noch nicht nötig ist. Aber dieser A-Pullback, der wird länger dauern, wenn nicht bis nächstes Jahr. Ja? Jeder Buchstabe hier, 450 Tage, 500 Tage, 470 Tage, 255 Tage. Das war nur der C-Pullback. Ja? Oder High Low bis zu unserem Lowpunkt 174 Tage. Wie gesagt,
der wird länger dauern. Meiner Meinung nach. Könnte falsch liegen, ja. Ist nur als kleine Warnung, wenn ihr euch denkt, hey, geil, ja, dann halte ich doch bis B. Vorsicht, der Pullback kann lange dauern. Und wie tief könnte der Pullback gehen, weil diese Frage sicher auch kommt? Sagen wir gehen rauf zu $25. Ja? Dann ist es von unserem Low rauf zu diesem Punkt. Ja? In dem Fall der 0,5. Ja? Es würde auch einfach ein perfekter Breakout-Retest werden, das sage ich auch gleich. Es kommt halt darauf an, wie lange. Ja? Wenn das jetzt zum Beispiel bis hier, ja, Februar 2027 geht, wird das halt wieder runtergehen zu 3,50. Ich weiß nicht, ob man das halten will dann. Aber das ist eure Sache. Okay, gut. Das nächste ist endlich ein Fractal, was jetzt sich ausspielt, nämlich Fusel. Und auf Fusel haben wir jetzt wirklich Ewigkeiten gewartet. War auch eins der Fractal, was uns oder mich seit Anfang an von diesem Channel begleitet hat. Einfach nur als kleine Wiederholung. Ja. Fusel hat seine IPO in seinem riesigen B angefangen, ja, weil hier war der Top von dem B und das waren halt Jahre. Ja. Das waren 10 Jahre nach seitwärts. Dann großes C, Allzeithoch, Lower High, Midpoint, T. Und fürs bullische Tracking war das hier unten unser Allzeitlow. Ja. Und bevor wir jetzt hier hinuntergehen, das nächste, was passiert, ist Makro Higher Low. Und davon gibt es halt zwei Arten. Entweder das kleine, das wäre das hier, was Sinn ergibt, weil unser T zu kurz ist. Ja. Nur für die Leute, die das Tutorial nicht gesehen haben. Es gibt für das M und das T2 fürs Higher Low zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder das T ist auf der Haupttrendlinie, dann ist das Higher Low geht bis zur Haupttrendlinie. Oder, was öfters passiert, aber halt nicht 100% ist, das T ist zu kurz, dann macht man diese neue Linie. M zu T, was nicht die Haupttrendlinie ist, dann da geht das Makro Higher Low nur bis zu dieser Linie. Die einzige Bestätigung, welche der beiden Linien ist es, wenn ihr durch diese Linie durchgeht. Dann gibt es diese Linie nicht und euer Higher Low geht hier auf. Ja. Was halt für viele sehr extrem interessant ist, weil entweder wir gehen rauf zu 80 oder wir gehen rauf zu 1200. Ja. Jetzt hat diese Aktie halt schon 3 Splits hinter sich. Ich meine, es ist auch eine sehr alte. Ohne Forward Split hier hinaufkommen. Ihr kennt mich von FFEI, sehe ich eher unrealistisch. Ja. Vom Fractal her, egal ob wir jetzt einen Forward Split machen oder nicht. Ja. Haupttracking ist, wir machen jetzt dieses Makro Higher Low. Nächstes Ziel ist über AT. Das würde ich noch sagen, wäre noch im Bereich des Möglichen. Ja, also irgendwas über 800. In dem Pullback hier, glaube ich, werden wir, oder der Grund für diesen Pullback wird ein Forward Split sein. Und dann geht es weiter nach oben. Ja. Aber, und das sei auch dazu gesagt, wir reden hier von Jahren. Ja. Also für A, nichts Schnelles. Ja. Wo wir nicht von Jahren reden, ja, ich habe euch das ja, glaube ich, das letzte Update war hier. Ja, auf der Homepage auch schon. Oh, und das hier war April, 15. April. Und seitdem sind wir 300% draufgelaufen. Also ich gratuliere allen, die das gespielt haben. Entweder mit Aktien oder mit Optionen, weil das ist perfekt. Eine kleine Warnung nur. Ja. Hauptziel ist eigentlich für mich noch immer irgendwas zwischen 60 und 80. Ja. Irgendwo hier drin, ja, 40 und 80. Irgendwo in dem Bereich sollte unser Top fürs Higher Low sein. Wir könnten jetzt hier drin aber langsam anfangen, dass wir unser kleines B bekommen und dass wir den gleichen Scheiß machen wie hier. Ja? Dass wir jetzt dann diesen B-Pullback machen und dann erst draufgehen. Nur als Warnung. Ja? Für Aktien kein finanzieller Advice. Ist es wurscht, für Optionen, ja. Weil das hier hat halt doch 172 Tage gedauert.
Ja. Leider, ich kriege hier kein gescheites Datum hin, weil die Sprünge so extrem groß sind. Das bringt uns nichts, aber es schaut super aus. Und der Move bis jetzt war erste Sahne. Ähm, Marco Position Wise. Das einzige, was wir als Vergleich haben, ist hier Juni 2019. Ja. Und wir würden jetzt gerade das hier machen. Ja. Um es genau zu sagen, wir wären irgendwo hier drin. Ja. Also vielleicht bekommen wir auch keinen Pullback. Ja. Könnte einfach sein. Ja. Nur passt auf, dass es euch nicht komplett erwischt. Was auch dazu gesagt sei, ihr seht diesen Pullback hier. Das ist der Pullback hier. Der wird auch wieder lange dauern. Ja. Also wo auch immer unser Top ist, das kann locker ein halbes Jahr dauern. Ja. Einzige Bestätigung dafür ist, nachdem wir unser Top hier bekommen haben, wir wissen schon, wohin wir gehen. Und zwar, wir müssen zumindest einen Cent unter 5,75 runter. Hier müssen wir drunter. Also, wer jetzt nicht mehr einsteigen will, ich meine, ist immer eine blöde Idee, sage ich immer, egal wie gut es ausschaut, man sollte sowas nicht nachlaufen. Wartet einfach aufs Top und kauft dann Shorts. Und zwar, ich würde sagen, Leaps, das bedeutet ein Jahr voraus, für $6 als Strike. Nur eine Idee, weil wir kommen hier wieder runter. Ja, das wäre einfach nur das High Low. Und wenn wir dann hier unten sind, können wir das nächste spielen. Das wird ein noch besserer Move, weil der nächste Move wäre dann das hier. Ja? Und wie man sieht, wenn Fusel, diese alte Kuh, sich bewegt, dann bewegt sie sich. Okay, gut. Dann machen wir noch ein kleines Update zur FFAI. Hat sich eigentlich nichts geändert, allerdings meine Sichtweise hat sich geändert ein bisschen. Einfach nur für FFAI. Normales Fractal war eine ziemlich komische IPO. C, Lower High mit Point T. Fürs bullische Tracking war unser Lower High dieses Jahr April, also unser absolutes All-Time Low in April 2026. Wann auch immer wir unten fertig sind, nächster Move sollte genauso wie jedes einzelne Mal hier uns vertikal raufschießen. Ja. Fürs normale Tracking, A muss über $4 sein, B über 160 und alles andere wird ohne einen Forward Split nicht passieren. Ja. Also meiner Meinung nach ist diese M-Linie hier das höchste der Gefühle. Wenn wir keinen Forward Split bekommen, werden wir hier rejecten und sterben. Ja. Das Einzige, was interessant halt daran ist, wenn man sich die IPO anschaut, dass FFAI 2021 mit den Memes gelaufen ist. Ja, mit GameStop und AMC. Somit vielleicht rennt, wenn wir jetzt den Pullback nächste Woche machen bei AMC und in der ersten Juniwoche sich AMC und GME bewegt, vielleicht läuft FFAI mit ihnen. Könnte sein. Fürs Microtracking, weil ich gesagt habe, meine Ansicht hat sich geändert, wenn wir jetzt nicht irgendwas Dummes machen, ja, am Dienstag, selbe wie AMC, ja, dann ist das hier, was wir am Donnerstag gemacht haben, unser Tee. Das bedeutet, meiner Meinung nach ist für mich persönlich ist die Bestätigung da, wir werden hier runterfallen. Ja. Es wäre schön gewesen, wenn wir hier gebounced wären, aber Main Tracking war immer, das ganze Ding ist Higher Low und wir müssen unter 27 Cent bis 24 Cent. Irgendwo in dem Bereich. Und wenn FFR dasselbe macht wie AMC, dann werden wir die ganze nächste Woche hier runterfallen. Ja. Hoffentlich halten wir das Higher Low. Erste Juniwoche wäre wieder die Möglichkeit, dass wir nach oben schießen. Ja. Im Gegensatz zu AMC, alles unter 20 Cent und diese Aktie ist tot. Entweder wirklich tot, weil sie OTC geht, oder weil sie einfach delistet, oder weil sie einen 1 zu 100, 1 zu 1000 Reverse Split macht und sie halt für jeden Anleger tötet. Ja. Eins von den Sachen. 20 Cent ist ein No-Go, sage ich nur. Schaut derzeit nicht schlecht aus. Schauen wir mal, was FFAI nächste Woche macht.
Gut, dann jetzt zu den 2 sehr interessanten Plays. Wir fangen als erstes an mit Oklo. Und Oklo hat sich einer von euch gewünscht, ja, was ich davon halte. Und ich habe das ja immer wieder so gesagt, ich werde euch alles tracken, ja, wenn es sinnvoll ist und wenn ich es tracken kann. Wenn etwas sehr gut ausschaut, dann werde ich es sogar aufnehmen in die Liste. Und Oklo ist eins davon, was extrem geil ausschaut. Ja. Wenn man sich Oklo anschaut, dann war hier am 24. September, 2024 im September unser Allzeitloch. Der Move rauf bis Februar 2025 und der Pullback war unser Makro A. Wunderschöner 0,5 Pullback. Dann sind wir weiter raufgelaufen zu unserem Makro B. Auch hier von unserem A-Boden bis zum B-Top. Wir sind zu 0,618 Pullback gemacht. Nicht ganz normal für B, aber noch immer in den Regeln drin. Wenn wir jetzt hier hineinzoomen und das hier micro-tracken, dann ist das hier unser C, Lower High, Midpoint. Fürs Bullische Tracking ist das unser T. Dann haben wir hier unser Ende von unserem B-Pullback. Hier schon unser kleines Higher Low. Sind draufgeschossen über T. Das ist somit unser kleines A. Und im besten Fall sind wir mit dem A-Pullback hier schon fertig. Breakout Retest von der Haupttrendlinie und ein 0618 Bounce. Jetzt gibt es hier 2 Möglichkeiten. Entweder das war schon der Bounce. Hier Bounce, kein Higher Low, weil wir schon ziemlich hoch sind dafür. Und wir gehen einfach jetzt nur noch rauf. Wohin? Unser nächstes Ziel, ja, ist klein b. Klein b muss über $120 sein. Und no financial advice, mein Ziel ist dafür Ende Juli. Das ist kurz. Und ich sage aber auch eins dazu, die Optionen sind verflucht teuer. Hätte ich mir echt nicht gedacht, weil immerhin ist das mindestens ein 86% Move. Ja. Trotzdem sind sie verflucht teuer. Ja. Aber das wäre nur klein b, sage ich auch dazu. Ja. Unser Hauptziel, dafür habe ich nur noch kein Datum, ist Makro C. Und das schießt auf jeden Fall über $200 drüber. Ja. Das wäre die absolut bullische Variante. Die noch immer bullische Variante wäre, bis nächsten Freitag machen wir unser kleines Higher Low. Hier hinunter. Ja, irgendwas bei $56. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt von der Aktie schon 5 Calls. Ist eine kleine, für mich persönlich eine kleine Position. 5 Calls, einfach weil ich die Möglichkeit sehe, dass wir hier hinaufschießen. Wenn wir hier dieses Higher Low runter machen, wäre das perfekt, weil hoffentlich gehen dann auch die Preise für die Optionen runter. Ja, das wäre hier nächste Woche Freitag, wenn wir das machen, der perfekte Entry. Ja. Das Einzige, weil immer eine bearish Alternative haben, was wir nicht machen dürfen, ja, was wir wirklich nicht machen dürfen, ist unter für $51 gehen. Wenn wir unter $51 gehen, wird's kacke. Weil, ganz ehrlich, dann wäre das nicht Higher Low, sondern unser T. Und dann müssen wir hier runter. Und das wäre schon sehr tief für B und dann wäre das Tracking wirklich ziemlich im Arsch. Aber im Prinzip, $50 ist ein No-Go. Ja? Also wenn wir das machen, raus. Ja? Schaut aber derzeit super aus. Ja? Also schauen wir mal. Ja? War ein guter Fund. Okay. Das zweite, was super ausschaut, was ein Kollege von mir gefunden hat, ist CoreWave. Ja? Und ich weiß, es widerspricht einer von meinen Hauptregeln, weil es ist sehr, sehr jung. Wirklich jung. Ja? Deswegen kann das auch verflucht schief gehen. Ja? Aber es schaut trotzdem gut aus. Von was rede ich? Im besten Fall war das hier einfach nur unser A.
Ne? Wir haben hier unser V gehabt, ne? Sind raufgelaufen zu A. Dieser Pullback hier ist perfekt bei der 0618 gebounced. Das bedeutet, A wäre fertig. Wir haben seitdem ein wunderschönes High Low gemacht, sind über T ausgebrochen rauf zu A. Kann man dazu sagen, nee, funktioniert nicht so richtig, ja, wegen unserem T, ja, sei dahingestellt. Und jetzt würden wir gerade den A-Pullback machen. Dieser kleine A-Pullback wäre meiner Meinung nach noch nicht fertig. Ja. Warum nicht? Weil wir hier noch runter zu 618 müssen. Bedeutet, lass mich kurz schauen, wenn wir das hier micro tracken, ja, dann wäre hier unser kleines L, das wäre unser kleines M und das wäre unser kleines T. Das bedeutet, auch für diese Aktie sollten wir bis Freitag irgendwo in diese Range runterfallen. Ja. Bedeutet $94 bis $86. Wenn wir das bis Freitag machen, ist es aber genau dasselbe wie für Oklo. Es wäre der perfekte Buy. Für was? Wenn wir hier unten bouncen, irgendetwas über 153. Ja, also so runter, 86 und dann hier hinauf. Wenn wir dann nicht gleich über A drüber schießen, müssen wir schauen. Ziel ist allerdings irgendwas über 153. Alternative dazu ist, alles unter $78 und raus. Ja, weil das ist zu tief. Ja. Dann würde das hier unser großes T werden. Ja. Schauen wir mal. Schaut aber auch fantastisch aus. Übrigens auch noch, wenn dieser Buy-in hier perfekt stattfindet, auch das hat das Ziel von Juli. No Financial Advice, natürlich. Bevor wir ins Buy reinspringen, schauen wir uns noch zwei Community-Wünsche an. Das eine ist Backt. Muss ich ehrlich sagen, mag ich nicht so sehr. Dazu sei aber wirklich auch eins gesagt, ja. Nur weil ich eine Aktie nicht mag, ich gebe hier nur meine Ideen her. Ja. Heißt das nicht, diese Aktie ist scheiße. Ja. Wenn ihr euer eigenes Tracking dafür habt und dafür überzeugt seid oder was auch immer, lasst euch von mir nicht überreden. Generell, ihr solltet so und so keinem YouTuber, auch mir, kein Wort glauben. Ja. Solltet ihr nicht. Holt euch Ideen und macht euer eigenes Tracking. Ja. Ich meine, ich kann euch jetzt sagen, ich versuche so ehrlich zu sein wie möglich, ja, aber wie gesagt, das kann nicht jeder sagen. Ja. Deswegen immer vorsichtig sein. Für Backt, Allzeithoch, November 2021, Lower High, Midpoint, wahrscheinlich T, wahrscheinlich war April 2024 unser Low. Was haben wir seitdem gemacht? Erstes Higher Low, zweites Higher Low. Ja. Jetzt ist hier nur eins Problem. Erstens, wir haben hier einen Split. Das bedeutet, es ist für mich schon sehr unwahrscheinlich, dass wir ohne, Forward Split hier rauf zu 200 kommen. Ja. Nee. Aber mein Hauptproblem ist die IPO. Ja. Weil wir hatten hier ein wunderschönes Top. Ja. Wir hatten hier ein wunderschönes M. Und wir hatten hier dann wahrscheinlich, wir haben hier dann unser T. Ja. Oder, wenn man es ganz gemein sieht, ihr seht hier diese zwei Higher Lows. Ich meine, das sind nicht Higher Lows, weil hier ist Lower, aber wir haben hier dieses M. Ja. Und wir haben hier dieses M. Deswegen mag ich das jetzt gerade nicht so, weil, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir vergleichen wirklich das mit dem, dann müssen wir auf jeden Fall noch ein Lower Low machen und dann werden wir Jahre das hier machen. Wäre scheiße. Oder wir sind schon in dieser Flat-Variante hier.
und wir gehen jetzt einfach nur noch zur Seite. Deswegen, und zwar lange, ja, nee, nee, ähm, fürs Fractal, wenn wir auf es schaut so aus, einfach scheißen, ist es ziemlich eindeutig. Alles unter $5 und ich würde die Hände davon lassen. Wenn wir jetzt hier hinaufgehen, ganz ehrlich, alles über 50, ja, und ich weiß, wir sind erst bei 11, das ist leicht zu sagen, aber wir haben einfach keine Bestätigung vorher. Und ich glaube, das waren einfach 2 HLOs und wir machen jetzt A. Dann B und dann, ob wir allzu hochbrechen oder nicht, sei dahingestellt. Problem an der Sache ist halt wirklich nur, bis hier rauf zu A, okay, ja, geht's noch. Das, was mich hier stört, ist dieser blöde Reverse Split hier. Ja, weil ohne Forward Split hier raufzugehen, was ist der Float bei dieser Aktie? Was haben wir? Ja, okay, 29, oh, wow. Okay, schon allein deswegen würde ich es nicht angreifen. Also es ist ein winziger Float. Ja, somit, okay. Ja, trotzdem, also ohne Forward Split, das Hauptproblem bei Aktien mit Splits ist, sie ruinieren die Zahlen. Das heißt nicht, dass das Fractal das nicht machen kann. Ich habe es allerdings von 100 Fällen vielleicht einmal gesehen, dass Aktien mit einem Reverse Split zu ihren Zahlen aufkommen. Gut, ja, ich weiß. AMC hatte auch einen. Ja, es ist möglich. Ja, aber schauen wir mal. Wie gesagt, Ziele, also Levels, alles über 50, super. Alles unter 5, scheiße. Ja? Okay, nächstes ist Workhorse. Und für Workhorse muss ich halt wirklich sagen, habe ich wirklich ein ganz schlechtes Gefühl. Kann mich echt irren dazu. Ja, vielleicht wisst ihr da mehr. Aber erstens 9 Millionen Float. Also wirklich winziger Float. Wir haben hier einen 1:10 auf Reverse Split, 1:20, 2:25 und 1:12. Ohne Forward Split kommt sie hier nie wieder rauf. Meiner Meinung nach keine Chance. Ja. Höchste der Gefühle wäre vielleicht 67. Ohne Forward Split. Fürs Tracking wäre es so, dass wir unser B, MFB Pullback, das wäre unser alter Hoch C, Lower High, Midpoint T. Ich wäre hier sogar der Meinung, dass dieses T hier noch nicht fertig ist, weil wenn wir uns das im Micro-Tracking anschauen, dann wäre hier unser T, Lower High, Midpoint und das wäre unser T. Deswegen, ich würde eigentlich eher davon ausgehen, dass wir jetzt hier noch einmal ein neues All-Time Low suchen müssen. Ja? Ob wir dann wieder einen Reverse Split machen, schauen wir mal. Also sehr viele Aktien haben sie nicht mehr. Dann ein V finden, kleines High Low und dann vielleicht noch ein letzter ran, bevor es vorbei ist. Ja? Oder es kommt irgendeine super News raus, dass sie einen Forward Split machen. Für Levels. Sollten wir hier weiter raufgehen, alles über $4,23 ist bullish. Ja? Klarerweise alles unter 2,83 ist bearish und ich habe recht und wir machen ein neues All-Time Low. Generell, ich würde ohne einen Forward Split nicht davon ausgehen, dass wir $67 brechen. Ja? Aber wenn wir das tun, dann wäre das halt erst A. Ja? Also, was auch immer wir hier unten machen, ja, kleines High Low, rauf, A, Pullback und dann geht es schon weiter. Nur unser B wäre bei 15.000. Und dort geht sie nicht ohne Forward Split hin. Also das kann ich, kein finanzieller Advice, aber euch schon fast garantieren. Ja. Um hier rauf zu gehen, brauchen wir einen Forward Split. Ja.
Allein A ist schon sehr ambitioniert. Ja, aber ich würde also wenn ihr Aktien spielen wollt, die niedrig sind, gibt auch genug. Aber allein dieser Fall hier, ja, schaut nicht so attraktiv aus, meiner Meinung nach. Okay, dann schauen wir uns noch SPY und Nasdaq an. Und zwar aus gegebenen Anlass. Erstens, beim letzten Mal, das war glaube ich letzte Woche, habe ich euch ja gesagt, ich erwarte, es bestände eine gute Chance, dass wir jetzt diesen Pullback bekommen. Ja? Von was rede ich? Mein Hauptziel war ja schon hier 750. Das war unser Peak hier. Ja? Haben wir perfekt erreicht. Perfekt, wir sind sogar was? Ja, okay. 749,59. Ja, 50 Cent zu hoch. Ja. Und ich habe gesagt, wir könnten hier diesen Pullback bekommen. Ja. Ich habe auch gesagt, vorsichtig, wenn wir hier einen Bounce bekommen. Ja. Andernfalls, wenn wir hier keinen Bounce bekommen, wäre unser nächstes Ziel 680, 690, weil das Ganze hier wäre erst unser A. Ja. Und unser A macht einen 0.5 Pullback und zwar von unserem Low im März. So, wir sind hier gebounced. Jetzt gibt es zwei Sachen. Da gehen wir jetzt näher an. Davon mal abgesehen, dass das hier ein perfektes Play war. Ja, sage ich auch dazu. Ja, habe ich nicht gezeigt, ja, aber ich habe selber gespielt. Aber hier das V, Higher Low, Breakout Retest, war perfekt letzte Woche. Jetzt ist nur eine Sache. Auch ungefähr das Datum war perfekt. Wenn man sich jetzt von den News rumdrückt dieses Wochenende, bekommen wir vielleicht wieder Krieg oder Frieden. Ja. Ob das jetzt bullish oder bearish ist, ja, werden wir sehen. Ja. Ich war ja immer der Meinung, Krieg ist bullish, weil ganz ehrlich, der ganze Move hier war Krieg. Ja. Und Peace wäre bearish. Ja, aber sei dahingestellt. Irgendeine News werden sie schon nehmen. So, SPY hat letzte Woche das Allzeithoch nicht gebrochen. Am Freitag. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Wenn wir am Dienstag, wegen was auch immer für News sie nehmen, hier schon runtergehen, anstatt hier drüber zu schießen, dann war das hier unser größeres Lower High. Ja? Und dann könnt ihr, wie ich gesagt habe, jeden Tag Putz spielen. Weil unser nächstes Ziel ist für Juni, vielleicht sogar früher, ja, aber im Juni auf jeden Fall 6,90, 6,86. Ja. Sollten wir am Dienstag wegen was auch immer News hier hinüberschießen, ja, dann ist das nächste Ziel auch ziemlich eindeutig, weil ihr wisst ja, A macht entweder eine 0.5 oder eine 0,618 Pullback. Und zwar, wir möchten nicht unter unsere Broadening Wedge vom Jänner fallen. Das bedeutet, unser nächstes Ziel, das habe ich auch im letzten Video gesagt, ist 790, 780. Und wenn man sich das hier so anschaut, wir werden hier immer vertikaler. Also das sollte auch verflucht schnell gehen. Ja? Zwei kleine Sachen dazu, ja? Weil wenn wir uns QQ anschauen, ist die Geschichte ein bisschen anders, weil QQ hat am Freitag sein Allzeithoch gebrochen. Ich meine, okay, jetzt gibt es manchmal so Sachen, wo QQ das wirklich macht. Ja? Dann hat es halt zwei Doppeltops gemacht. Muss man ehrlich dazu sagen. Lower High funktioniert hier nicht, weil es kein Lower High ist. Ja? Aber für QQQ gilt genau dasselbe. Wenn wir am Dienstag nicht hier weiter raufgehen und hier schon runterfallen,
könnt ihr, no financial advice, jeden Tag Putz spielen. Wo ist das Ziel? Für QQQ ist das Ziel 635. Ja, diese selbe Broadening Wedge, nur ein bisschen vertikaler, horizontaler wie SPY, aber gleiches Prinzip. 635 für Juni. Selbes Prinzip auch für QQQ. Das wäre einfach nur A. Ja? Wenn wir hier hinaufstehen, was ist das Ziel für QQQ? Das Ziel für QQQ, weil 618 Pullback für A, wäre 790. 780, 790. Ja. Und auch hier, ziemlich vertikal. Einzig Bestätigung dafür ist Dienstag. Oder vielleicht sogar die Futures. Ja, am Montag. Noch eine kleine Sache. Also ich muss ehrlich sagen, ich tendiere eher dazu, wegen QQQ, dass wir jetzt nicht runterfallen, sondern raufgehen. Kann mich aber irren. Aber Bestätigung dafür ist für mich auch WIX. Ja. Ihr kennt ja WIX, bedeutet, ganz leicht gesagt, SPY rauf, WIX runter. SPY runter, WIX rauf. Ja. Nicht nur, es hat auch ein bisschen mit Volatility natürlich zu tun, aber es wäre die leichteste Erklärung. So, für WIX bin ich aber ehrlich gesagt auf verflucht bearish. Ja? Und ich kann mir die Alternative dazu eigentlich noch nicht so wirklich vorstellen. Was meine ich damit? Wir haben hier unser C im August 2024. Dann ein massives Lower High, weil es ist halt WIX. Dann ein massives M. Und wir sind jetzt gerade im Pullback von M. Und dieses M ist halt noch nicht fertig. Weil dieses M muss meiner Meinung nach unter 13,39. Und wenn WIX das hier macht, dann schießt der Markt nach oben. Ja? Und wenn wir ins Micro-Tracking von WIX reingehen, dann haben wir hier unser M, was gleichzeitig unser T ist, unser Lower High, unser kleines M. Und das hier am Montag war unser kleines T. Und wenn wir jetzt dieses kleine T hier micro-tracken, dann haben wir hier unser C, unser Lower High, unser kleines M. Und diese Monster-Candle am Freitag, ich meine, ich bin fast aus allen Wolken geflogen, weil das war einfach rauf, runter. Ja? Innerhalb von einer Minute. Ja? Mit so wenig Movement im Markt. Meiner Meinung nach war das einfach nur unser T. Das bedeutet, eigentlich sollten wir am Dienstag hier runterknallen. Ja? Und unser nächstes Ziel für WIX ist halt 13,39. Ja? Wenn WIX bearish ist. Hier runter, kleines Higher Low. Das wäre halt dann, meiner Meinung nach, wäre das halt wirklich dieses Level hier. Wäre halt, was war es, 790, 780 für QQ und 780 für SPY. Das wäre halt das Top für den Markt. Und der Spike in WIX, das wäre dann unser T, irgendwas zu 30 rauf, das wäre dann der Pullback runter zu 6,90. Und das Witzige daran, ja, weil ganz ehrlich, wenn das stimmt, dann wären das, weiß ich nicht, Juli, August, Oktober, irgend sowas. Ja? Das wäre aber nur T. Danach müsste WIX ein All-Time-Low machen. Was das für SPY bedeutet, ist für mich ziemlich eindeutig. Ja? Das bedeutet einfach nur, wenn ich richtig liege, bekommen wir eine verdammt bullische nächste Woche, vielleicht sogar in den nächsten 2-3 Wochen. Schießen hier rauf zu 790. Knallen runter, wegen was auch immer, ja, zu 680. Weil WIX aber im Großen und Ganzen bearish ist. Das hier wäre das T für WIX. Und das wäre erst A. Bedeutet für mich, wir kommen zumindest 2026, 2027 einfach einen Bull Market. Weil danach kommt erst B. Ja, das ist das Verrückte daran. Ja. Somit schauen wir mal. Ja. Wichtig für SPY ist,
wenn wir grün öffnen am Montag, über Allzeit hochgehen. Ja. Mein Tracking ist für SPY 758 für die nächsten 3 Wochen. Für Nasdaq 790. Ja. Wäre auf jeden Fall ein guter Bullrun. Wenn wir hier weiter runtergehen am Montag, dann ist für die nächsten 2-3 Wochen das Ziel 685, 690. Gut. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie immer, Erklärvideo hier, Playlist hier, das große Update-Video hier dahinter. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Und ich wünsche noch ein schönes Wochenende und schauen wir, was wir am Dienstag bekommen. Sehen uns.